Om Aditya-hridayam punyam sarvashatru vinashanam Jaya vaham japam nityam akshayam paramam shivam Om. Now, we have to understand that the Körper, the Verstand, and the Seele are all one and the same substance. Ihr müsst zunächst erstmal verstehen, dass der Körper, der Verstand und die Seele aus derselben Substanz gemacht sind. The Körper, when disciplined and purified, transforms into the positive Verstand. Wenn der Körper diszipliniert und gereinigt ist, dann verwandelt er sich in den positiven Verstand. When the positive Verstand is disciplined and purified, it becomes the Seele. Und wenn der positive Verstand diszipliniert und gereinigt ist, verwandelt er sich in die Seele. The Seele, at its grossest level, is the Körper. Auf der stofflichsten, auf der gröbsten Ebene ist die Seele der Körper. And the Körper at its purest level is the Seele. Und auf der reinsten Ebene ist der Körper die Seele. Teachings of Gurunath. Das sind jetzt Lehren von Gurunath. Some may say it is stupid. Some may say it's how is this possible? How can the Seele be? That's why people come to Gurunath, to understand, right? Manche sagen vielleicht, das ist alles dummes Zeug, aber das sind die Lehren von Gurunath und einige Leute kommen ja auch zu Gurunath, um zu verstehen, wie das alles zusammenhängt. So now, the Seelen is often mistaken for the Bewusstgeist. Die Seelen werden Bewusstsein. häufig mit dem bewussten Geist oder dem Bewusstsein verwechselt. Within the Seelen or the Seele is ensconced the Heiligen Bewusstgeist. Inmitten der Seele oder den Seelen ist der heilige bewusste Geist wie installiert, wie vorhanden. Which is the yogic name for God. Das ist der yogische Name für Gott. It means the Holy Consciousness Spirit. Heiligen Bewusstgeist is the Holy Consciousness Spirit. That is the yogic terminology for God, which I have given in Deutsche. Die yogische Bezeichnung für Gott, die Gurunath ins Deutsche übertragen hat. And another name, you can call it God, or we call it the Supreme Reality. Der Gott kann auch als die übergeordnete Realität bezeichnet werden. Now in the process of yoga, by the constant movement of the Atman in Kriya Yoga, Und durch die konstante Atmung und den Prozess im Kriya-Yoga the Körper gradually gets more and more purified. wird der Körper Schritt für Schritt immer mehr gereinigt And takes on the quality of more and more Licht and less Körper. und er übernimmt immer mehr und mehr die Qualitäten des Lichts und immer weniger hat er die Qualitäten des Körpers. Then the Körper gradually through years and years and lifetimes of evolution becomes the purified Verstand. Und dann über Jahre und Jahre oder Leben über Leben hinweg verwandelt sich der Körper langsam in den gereinigten Verstand.
then the Verstand is a great obstacle, it's a great challenge. Dann ist der Verstand selbst ein großes Hindernis oder eine große Herausforderung. And through lifetimes of evolution, years and years of evolution, the Verstand becomes purified. Und dann über etliche Leben und Jahre hinweg wird auch der Verstand gereinigt. Like the Rhine, purification, Rhine, Wird gereinigt and it becomes the Seelen. und verwandelt sich dann in die Seele. So the purified Verstand is the Seelen. Der gereinigte Seele. Verstand ist die Seele. What does the purified Verstand look like? Wie sieht der gereinigte Verstand denn nun aus? What does the purified Verstand look like? It looks like a mass of light. Und es sieht aus wie eine Lichtmasse, Called Seele. die man auch Seele nennt. Then when the Seele through lifetimes, even the Seele becomes purified, Und selbst über die Leben hinweg reinigt sich auch die Seele. then what happens? Und was passiert dann? Within the Seele is the Heiligen Bewusstgeist. Inmitten der Seele befindet sich der heilige bewusste Geist. It is trapped in the light of the Seele. Der ist gefangen im Lichte der Seele. When the light of the Seele becomes as pure as the Heiligen Bewusstgeist, when the light of the Seele becomes lightless light, Und wenn das Licht der Seele sich so gereinigt hat wie der heilige bewusste Geist, dann wird dieses Seelenlicht zum lichtlosen Licht, eben zur Qualität des heiligen bewussten Geistes. I have said when the Seele becomes as pure as the Bewusstgeist. Have I said that? Wenn die Seele so gereinigt ist wie der heilige bewusste Geist. Which is very rare. The Seele becomes as pure as the Heiligen Dann Bewusstgeist. wird die Seele so rein wie der heilige bewusste Geist und das ist sehr selten. Then it releases the Heiligen Bewusstgeist. Dann entlässt sie den heiligen bewussten Geist. And the Heiligen Bewusstgeist goes into the cosmic Bewusstgeist and you are enlightened. Und der heilige bewusste Geist löst sich auf im kosmischen bewussten Geist und du erlangst dann Erleuchtung. So this is a good modern German philosophy. It's very deep and very subtle. When the Seele becomes as pure as the Heiligen Bewusstgeist, Wenn die Seele so rein wird wie der heilige bewusste Geist, then it flattens out. It releases the grip, the last desire to hold its own God. dann lässt es den Griff los und öffnet das und lässt das letzte Bedürfnis los nach dem innewohnenden Gott. Auch das Bedürfnis wird dann losgelassen. And then the 1,000-petaled lotus, you know the 1,000-petaled lotus? Sahasrar chakra. Und dann wird der Then the 1,000-petaled Lotus lotus opens in öffnet its sich own glory in seiner and eigenen floats Glorie into God. und fliegt in Gott hinein. This is the history of the spiritual evolution of the human being. Das ist die Geschichte der Entwicklung, der spirituellen Entwicklung des menschlichen Wesens. Alak Niranjan Bolo Shri Sadgurunath Maharaj Ki Jai.